Schön, dass ihr da seid. Wir sind Sabrina und Christian. Was ihr hier seht, ist kein Filmset, sondern unser Lebenstraum. Inspiriert von Schottland, gebaut aus vielen alten Steinen mit vielen alten Geschichten. Kommt mit! Die Idee hinter dem ganzen schottischen Cottage war eigentlich so, wenn ich die Augen zumache oder wenn wir die Augen zumachen würden, wo würde ich gerne noch mal aufwachen? Und das wären wirklich die schottischen Highlands. Diese Natur. Freiheit und Weite. Genau, das ist unser Traum. Wir befinden uns jetzt hier in unserem Wohnzimmer, mitten im Haus. Ein zentrales Element ist unser Kamin, auch aus Natursteinen gemauert. Das war die erste Lieferung Natursteine, die wir bekommen haben. Eine Falschlieferung, weil die zu klein waren. Die konnten wir nicht fürs Außenmauerwerk nehmen. Und dann haben wir kurzerhand aus der Not die Tugend gemacht und den Kamin da gefertigt, der wirklich als zentrales Heizelement im Winter oder im Sommer oder bei kaltem Wetter auch als Pizzaofen dient. Dadurch entstand dann so ein Nebeninteresse, so ein Talent, gefördert durch die deutschen Meisterschaften im Brennholzspalten, bei der wir jetzt schon zweimal wieder angetreten sind. Da bin ich total stolz, dass ich hier mit der Sabrina da dann immer antreten kann. Stilecht im Kilt. Und da bei den Meisterschaften halt da teilnehmen darf. Kennzeichen dieses Wohnzimmers sind eigentlich viele, viele rustikale Elemente, die wir so mit dem schroffen Ambiente eines schottischen Cottages verbinden. Es fängt an mit dem Bruchstein-Element. Hier haben wir die Chesterfield-Sofas. Eigentlich nicht ganz schottisch anmutender Hund. Mein Lieblingsstück ist mein Bleiglasfenster. Als wir nach Inspiration gesucht haben, da sind wir im Internet auf ein Haus in Irland gestoßen. Und die hatten in dem Haus Bleiglasfenster. Und die fand ich so toll, da habe ich mich auf die Terrasse gesetzt bei unserem alten Haus, habe DIN A4-Zettel zusammengeklebt, von dem Foto in der Anzeige, alles abgemessen und übertragen. Und damit habe ich dann hier im Harz durch Zufall jemanden gefunden, der mir das sozusagen 1:1 nachgebaut hat. Und wenn auch dann hier abends die Sonne reinscheint und das durch diese bunten Scheiben leuchtet, kriegst du das dann wirklich überall an die ganzen Wände transferiert. Das ist einfach traumhaft schön. Wir nehmen euch jetzt mit aus dem Wohnzimmer in die Küche. Wir haben im Haus nicht viele Türen und deswegen ist es alles recht offen gestaltet. Wir haben die Küche einfach so gestaltet, wie wir gerne das zweckmäßig brauchen, wie wir es haben wollen. Und wir kochen auch viel und sind auch oft in der Küche. Das ist richtig, genau. Wir kochen ohnehin eigentlich jeden Tag. Das heißt, diese Küche wird auch wirklich genutzt, wird täglich mit frischem Bratöl nachgeölt und ist halt wirklich sehr zweckmäßig eingerichtet und kein Dekostück. Rund um die Arbeitsinsel haben wir unsere Arbeitsutensilien aufgehangen. Das heißt, ich habe auf gut Deutsch hier in sämtliche Balken Haken gemacht, wo meine Pfannen hängen. Und da findet sich für jedes Essen die passende Pfanne. Und der Vorteil an diesen Dingern ist, es ist halt dieses Gusseisen, Schmiedeeisen, muss nicht abgewaschen werden und kann die einfach nach Benutzen kurz auswischen, wieder hinhängen. Ein paar Finessen haben wir dann doch eingebaut, darauf habe ich bestanden, ein paar ausziehbare Schubladen. Schubladen sind bei der Bauerei halt wahnsinnig aufwendig. Was wir nicht hatten während der Bauphase, war wirklich Zeit, uns mit so Details und unnötig aufwendigen technischen Finessen da lange auseinanderzusetzen. So sind also die ausziehbaren Schubladen auf das Minimum reduziert worden. Das meiste ist dann halt in offenen Regalböden untergebracht, weil es schlicht und ergreifend zweckmäßig ist und schneller geht. Viel in der Küche ist wirklich aus unserem Lieblingsbaum der Eiche gemacht. Ich persönlich habe halt eine sehr, sehr starke Verbindung zu der Eiche.
Das schönste und aus meiner Sicht wertvollste Stück an diesem Grundstück ist eigentlich unsere große freie Eiche, die hinter dem Haus steht. Im Laufe der Bauphase waren wir hinten am Haus beschäftigt. Da hielt ein älteres, betagtes Paar, das war eine ältere Dame. Ich fragte sie, ob ich ihr irgendwie helfen könnte. Sie sagte ganz andächtig, dass ihr Großvater diese Eiche hier mal gepflanzt habe. Das war für mich eigentlich ein unglaubliches Gefühl, sich vorzustellen, halt, welche Historie dieser Baum hat, welche Geschichte der in sich trägt, was dieser Baum mitgemacht hat. Und das ist für mich halt einer der Gründe für diese unglaubliche Wertschätzung für diesen Baum, der hier über unser Grundstück wacht. Da kommt mal mit. Wir nehmen euch jetzt aus von der Küche in unsere Diele, in den Eingangsbereich. Auch hier haben wir dieses Thema schottisches Cottage oder Leben im Cottage aufgegriffen. Mit vielen Naturmaterialien, wieder Holz, Lehm, Stein, natürliche Farben an den Wänden. Earls Lane, wie wir dieses Gebäude oder diesen Hof, das Anwesen hier dann liebevoll irgendwann genannt haben, ist noch gar nicht so fürchterlich alt, entstanden in den 60er Jahren. Damals war die Hochzeit des Kalten Krieges. Hier grenznah wurden ein Dutzend Aussiedlerhöfe mitten in die Landschaft gesetzt und daraus entstand unter anderem auch dieser Hof. Ist dann zu einem großen Milchviehbetrieb geworden. Irgendwann wurde der Betrieb aufgegeben und danach stand der Hof mehrere Jahre zum Verkauf. Wir haben dann diesen völlig runtergekommenen Wirtschaftsbereich weitestgehend zurückgebaut. Und die folgende Bauphase ging dann für gut 6, 7 Jahre. In der Zeit haben wir weitestgehend viel selber gemacht, nicht alles selber gemacht, insbesondere bei dem Haus. Wir hatten damals das erste Dreivierteljahr noch im Wohnwagen geschlafen. Wir sind dann manchmal abends wirklich todmüde im Wohnwagen dann auf unseren Sesseln da zusammengesackt. Aber irgendwie war jeder Tag ein Abenteuer. Nachdem wir dann das Haus gekauft haben, das Grundstück, hatten wir eigentlich nicht so wirklich einen Plan, wie es genau werden sollte. Angefangen haben wir da immer von außen nach innen, weil wir innen überhaupt nicht wussten, wie es werden sollte. Und dann haben wir uns draußen entschieden für diesen Cottage-Stil und hatten da dann Bruchsteine. Das sind auch Restmaterialien aus dem großen Steinbruch gewesen. Da kamen dann hier bestimmt so 20 Sattelschlepper an, haben die auf den Hof dann gekippt. Und dann hatten wir das Problem, dass deutsche Baufirmen es nicht gelernt haben, mit so Naturstein zu arbeiten. Wir arbeiten halt immer mit den Ziegelsteinen und das ist alles schön in Reihe gelegt. Und dann hatte ich im Internet eine Firma gefunden in Celle. Das waren dann 3 Engländer und die haben aus ihrer Ausbildung her noch in England gelernt, so mit Naturstein zu arbeiten und das dann wirklich so zu versetzen, dass das aussieht, als ob es schon 100 Jahre steht. Nachdem wir dann uns so Gedanken für außen gemacht haben, ging es dann auch so um die Gestaltung innen. Und weil wir ja viel aus Holz machen wollten und Christian auch Eiche liebt, da hatte ich dann durch Zufall bei Kleinanzeigen, eBay Kleinanzeigen, Eichenholz gesucht und gefunden. Und dadurch ist auch diese Treppe entstanden. Unter anderem Küchen, Treppen, Tische. Das waren bestimmt 3 Tonnen Eichenholz für, ich glaube, 2.000, 3.000, also unter 3.000 € waren das noch. Aus heutiger Sicht eigentlich völlig unbezahlbar. Es wäre heute auch viel teurer. Ja. Aber für uns von unschätzbarem Wert, weil das im Prinzip ein Kernelement dessen ist, woraus wir ja alles gebaut haben. Ein Raum fehlt noch, in dem wir auch Eichenholz verbaut haben, unser Bad. Kommt mit! Waschtisch. Hier wieder diese dicke, massive Platte aus dieser einen tollen Eiche, die wahrscheinlich schon seit 100 Jahren abgelagert wurde. Auch der Spiegel, wieder Eichenelemente. Auch hier hinten habe ich noch ein Bleiglaselement. Das Schöne hier dran ist, das kann man aufmachen und man kann für Durchzug sorgen und kann hier schön die feuchte Badewannenluft sozusagen rauslassen.
am Fußboden haben wir auch hier wieder unsere Kalksteinplatten, ursprünglich halt aus antiken alten Steinquadern, die obersten 2-3 Zentimeter abgetragen und dann halt hier als Steinfußboden verwendet. Das Schöne an den Fliesen war, dass wir wirklich den Fliesenkleber aufgetragen haben, die Fliesen gelegt haben und jetzt nicht uns mit Verfugen aufgehalten haben, wie es halt in alten Kirchen auch war. Also da gibt es keine Verfugung, da laufen die Leute einfach so über die Steinfliesen. Und hier kommen wir jetzt in unseren offenen Arbeitsbereich. Ich auf der einen Seite, Rücken an Rücken, Christian auf der anderen Seite, mit einem wunderschönen Blick aus dem größten Fenster hier im Haus, aus dem Korbbogenfenster, nach draußen in den Garten und zur Eiche. Hier haben wir Wand an Wand mit meinem Arbeitsbereich dann halt den hin und wieder notwendigen Fitnessbereich mit allem, was man wirklich braucht, um sich abzureagieren oder um sich einigermaßen fit zu halten. Und gleich neben Christians Fitnessraum habe ich sozusagen meinen Hobbyraum. Ich nähe unheimlich gerne. Und vor 2-3 Jahren war ich in Schottland und habe einen Kiltnähkurs belegt und habe für Christian Kilt genäht. Ja, also ich muss sagen, ich bin auch ziemlich stolz drauf, dass meine Frau mir einen Rock genäht hat. Da können nicht so viele Menschen in Deutschland, vor allem nicht so viele Männer in Deutschland sagen, dass ihre Frau ihnen einen Rock genäht hat. Und ich bin auch echt dankbar, dass er ihn gerne trägt. Wir leben zwar nicht in den schottischen Highlands, aber dafür im Harz. Und wir haben direkt vor der Haustür auch eine wunderschöne Natur. Die würden wir euch jetzt gerne noch mal zeigen. Kommt essen, hopp, Blecki, komm, na komm essen. Wir haben schon seit ca. 20 Jahren immer wieder regelmäßig Tiere, Huskies aus dem Tierschutz. Unser Federn ist jetzt unser neuer Husky, den wir vor kurzem aus dem Tierheim geholt haben. Und weil wir eigentlich früher auch immer ältere Huskies genommen haben, die dann irgendwann im hohen Alter öfters mal nachts raus müssen, da haben wir dann im neuen Haus unseren Hundetunnel mit eingebaut, der hinten in so einem großen abgezäunten Hundegehege mündet. Wir wollten uns hier immer so gut es geht in der Natur integrieren und uns wirklich als Gast in der Natur fühlen. Schon im ersten Jahr des Baus haben wir, ich weiß nicht, einige 100 Wildsträucher gepflanzt. Da haben wir die Streuobstwiese angepflanzt, Kastanien, Eichen. Ja, da haben wir eigentlich wirklich sehr, sehr zeitig angefangen, weil der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war gestern. Unsere langfristige Perspektive hier in Oesläen wäre eigentlich, dass wir den Hof irgendwann mal in einer kleinen Gemeinschaft zu bewirtschaften, mit Leuten, mit Menschen, die ähnliche Werte, ähnliche Vorstellungen teilen, die Oesläen mit Leben und Ideen bereichert und vielleicht auf dem Weg dahin mit uns zusammen ein Stück weit gehen möchten. Weil zusammen arbeitet es sich einfacher und lebt sich auch viel schöner. Das war die Roomtour durch unseren schottischen Cottage-Traum. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen begeistern. Wir lieben es, so zu leben und hier zu leben und möchten euch raten, seid mutig, lebt euren Traum. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal und schaut euch diese oder diese Folge auch gleich an. Tschüss aus dem Harz. Tschüss.